Ich muss es zerstören. Es wird keine andere Lösung geben, als dass ich es zerstöre. Denn so kann man das wohl niemandem zeigen. Nein, das geht nicht. Das ist eine einzige Katastrophe. Oh mein Gott. Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, Luise Heinzel. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Junk Journal Art. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, denn ja, es gibt so Tage, da brauche ich ein bisschen Unterstützung und da bin ich ganz froh, dass da draußen Leute sitzen, die sich meine Videos anschauen und ich habe dann so ein bisschen das Gefühl, als wärt ihr hier bei mir und würdet ein bisschen mit mir leiden, wenn ihr das hier seht. Heute wäre eigentlich der Tag, an dem ich euch ein finales Flip-Through von diesem Penguin & Friends Journal zeigen möchte. Und ihr merkt schon, ich spreche im Konjunktiv. Ich sage, es wäre der Zeitpunkt. Aber so wie das im Moment ist, kann ich euch das nicht ruhigen Gewissens zeigen. Denn ja, wie ihr seht, ist es total aus dem Rahmen gekommen. Also das ist total dick geworden. Deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte dieses Journal heute zerstören und dann auf eine andere Art und Weise wieder zusammenbinden, in der Hoffnung, dass dieses Problem dann ein kleines bisschen gelöst ist. Bevor ich damit anfange, zeige ich euch mal, was ich durchgemacht habe, um dieses Video heute überhaupt drehen zu können. Denn um diesen Plan, den ich in meinem Kopf habe, für heute umsetzen zu können, musste ich ein Gerät von meinem Wohnwagen holen. Ihr wisst ja, ich bin hier momentan in meiner Küche und nicht an meinem Wohnwagen, wo normalerweise ja meine ganzen Sachen und Gerätschaften sich befinden. Aber um diesen Plan umsetzen zu können, musste ich zum Wohnwagen und dieses Gerät hier holen. Das hier ist eine Spiralbindemaschine. Ich werde später solche Ringe hier benutzen, um zu versuchen, dieses Journal wieder neu zusammenzubinden, sodass der Rücken breiter werden kann und dann eben das Problem nicht mehr so besteht, dass es dieses Krokodilmaul hat. Um dieses Gerät hier allerdings zu holen, musste ich, wie gesagt, zum Wohnwagen fahren. Und was mir da passiert ist, beziehungsweise was ich dort tun musste, um überhaupt an dieses Gerät ranzukommen, das seht ihr jetzt. Oh mein Gott.
Ja, wie ihr seht, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, Mühen vor allen Dingen, um das heutige Video zu drehen und um dieses Gerät zu holen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das, was ich heute tue, noch nie gemacht, weil ich dieses Bindegerät erst seit kurzem habe. Deswegen habe ich nur in meinem Kopf einen Plan und das hier wird das erste Journal sein, an dem ich das ausprobiere. Mein Plan ist jetzt also, das Cover, oh mein Gott, ich zittere schon voll, das Cover hier abzutrennen, vorne und hinten, genau in diesem Schlitz, sodass ich dann diese Pappe habe. Und dann werde ich versuchen, die Seiten hier herauszuschneiden, sodass ich dann einzelne Seiten habe. Ich werde das also jetzt mal im Schnelldurchlauf auseinandernehmen. Und wenn ich das auseinandergenommen habe, werde ich entscheiden, ob ich vielleicht einzelne Seiten, die jetzt wirklich sehr dick sind, wie zum Beispiel diese hier, mit Backpapier drüber nochmal zusätzlich bügle, sodass die auch nochmal flacher werden. Das werde ich aber erst entscheiden können, ob ich mir den Aufwand antun will, wenn ich das alles auseinandergenommen habe. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Jetzt seht ihr, Moment, wenn ich das auseinandergeschnitten habe und lege es einfach so, ja, so lose aufeinander, also ich habe jetzt einfach nur die Seiten, wie ihr gesehen habt, herausgetrennt und dann hier wieder so draufgelegt, dann seht ihr schon, wenn ich das jetzt so rumhalte und ich drücke das einfach nur aufeinander, wie dick der Rücken eigentlich hätte sein müssen. Ja, also ich habe es jetzt in der Mitte hier, also hier auf der Mitte zusammengedrückt, sodass jetzt hier das gleich breit ist wie unten an der Seite, wo es auf dem Tisch aufsteht. Das heißt also, so breit hätte der Rücken eigentlich sein müssen, dass die Optik von hier so ist, ja, dass es halt einfach ein Quader bleibt, ne? Dass es nicht nach vorne aufspringt. Jetzt, zeige ich euch das kurz nochmal im Vergleich. Vorausgesetzt, ich kann das jetzt hier so zusammenpressen. Moment. Ich lege das jetzt mal hier drauf. Jetzt könnt ihr sehen, dass im Prinzip der Rücken eigentlich mal mindestens 2,5 Mal so dick hätte sein müssen, wie er in Wirklichkeit war, um einen Quader an Buch zu erhalten und nicht so ein Krokodilmaul. Jetzt überlege ich nur, ob meine vorhandene Ringbindung das fassen kann oder ob mir die Ringbindung dann später das wieder so runterdrückt. Das weiß ich nicht. Warum weiß ich das nicht? Weil ich das vorher noch nie gemacht habe. Wie gesagt, ich habe das Gerät noch nie benutzt. Und dann wird das wahrscheinlich ungefähr so sein. Schätze ich mal. Deshalb werde ich jetzt mein Bügeleisen aufheizen, mir ein Backpapier holen und die einzelnen Seiten bügeln, in der Hoffnung, dass es dann noch etwas flacher wird auf dieser Seite. Da bügele ich jetzt ganz vorsichtig und ich lege es jetzt auch extra so rum, obwohl die Seite eigentlich in dem Buch andersrum wäre, dass ich sehe, was hier passiert. Also wenn ich jetzt hier rüber bügle und ich sehe, da kommt irgendwelche Farbe oder so, dass ich sofort aufhören kann. Und wenn ich die ganze Seite zerstöre, aber es scheint zu funktionieren. So, also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt unterscheiden könnt, aber wenn ich das jetzt zusammendrücke, bin ich wo ganz anders. Also ich habe es jetzt während des Bügelns nicht geglaubt, wirklich nicht geglaubt, dass das irgendwas nutzt, aber wenn ich das jetzt zusammendrücke und ich lege euch jetzt das zum Vergleich nochmal da oben drauf, jetzt seht ihr, das ist jetzt viel, viel dünner. Also ich drücke jetzt ungefähr gleich stark. Ich bin natürlich keine Maschine, das ist jetzt nur so vom Gefühl, aber ich drücke ungefähr gleich stark und jetzt ist es so viel dünner geworden.
Also ich bin wirklich überrascht, das muss ich wirklich sagen, weil beim Bügeln hat sich das gar nicht so extrem angefühlt bei den einzelnen Seiten, dass das so viel jetzt gebracht hat. Das Problem ist jetzt folgendes. Ich habe das Cover jetzt hier relativ grob abgeschnitten, also großzügig, aber ihr seht, hier ist ja diese flexible Kante. Jetzt bin ich am Überlegen, lasse ich die einfach stehen, denn die Maschine wird die Löcher in das Cover stanzen. Da werde ich jetzt mal gerade einen kleinen Test hier machen. Wenn ich das jetzt da reinschiebe, dann würden theoretisch, ja, es geht sich nicht ganz aus. Es geht sich nicht ganz aus. Ich kann das jetzt fühlen, wenn ich das jetzt hier, also wenn ich das Cover reinschieben würde und würde das da hinten so vorsichtig anstoßen lassen und würde schauen, wo die Löcher kommen. Ich sehe, die sind zwar hier auf der Pappe, aber dieser Rand von dem Loch, also der linke Rand von dem Loch, der ist jetzt genau an der Kante, wo dieses Schwabbelige anfängt. Und ich glaube, das ist nicht gut. Das heißt also, ich muss das auf jeden Fall abschneiden. Und jetzt werde ich das so machen, dass ich versuche, dass die Seiten alle mit dieser ursprünglich eingeklebten Seite von dem Buch eine Linie bilden. Also ich werde es jetzt messen mit meinem Lineal. Ich messe. Streicht euch den Tag rot im Kalender an. Und zwar werde ich jetzt messen. Das sind genau 14 cm. Ich bin jetzt ganz glücklich, weil meine Schneidemaschine kann in der Breite nicht mehr als 14 cm messbar schneiden. Das Teil ist etwas doof, was ich hier im Moment habe. So, wie ihr seht, es ist nicht viel Müll, aber ich glaube schon, dass diese kleinen Punktchen ziemlich viel ausmachen, was die Dicke des Buches betrifft. Dann kann ich nur beten, dass diese Spirale, die ich habe, groß genug ist. Falls irgendjemand bitte einen Tipp hat, wie man rausfinden kann, wie viele Blätter, beziehungsweise nicht Blätter, sondern wie viele Zentimeter man in so eine Spirale machen kann. Vielleicht bin ich einfach nur zu blöd, dass ich das nicht weiß. Aber falls irgendjemand das weiß, bitte schreibt mir einen Kommentar darunter. Jetzt kommt allerdings der Part, an dem wir die ganze Sache lochen müssen. Und jetzt ist die Problematik die, als erstes habe ich das ja jetzt mal so gemacht, dass die Seiten nach innen verspringen. Ja? Aber die Seiten verspringen vom Cover her natürlich auch oben nach innen und unten nach innen. Deswegen werde ich das jetzt so machen, dass ich mir die Mitte des Covers suche und dann mittig loche und auch die Mitten der Seiten suche und dann mittig loche, falls das irgendwie Sinn macht. Hiervon die Mitte wären 10,75 ist die Mitte. Alter Schwede. Also, wenn man keine Erfahrung mit diesem Gerät hat, dann ist das etwas kompliziert. Ich habe jetzt hier so ein Beispielding gemacht. Das ist jetzt genauso groß wie mein Cover. Und habe das jetzt, also erstmal hier der Länge nach so lang gemacht, wie das Cover ist. Und dann die Mitte von dieser Sache ermittelt und mir dann hier einen Strich auf der Maschine gemacht, wo ich glaube, dass die Mitte sein könnte. Falls irgendjemand da draußen, der dieses Video sieht, eine Ahnung hat, wie man das rausfinden kann, der schreibt mir bitte da unten einen Kommentar hin oder eine E-Mail oder tritt irgendwie mit mir in Kontakt. Ich bin jetzt echt verzweifelt. Denn wenn ich hier an der Maschine, oh, das könnt ihr jetzt nicht sehen, Entschuldigung. Wenn ich hier an der Maschine schaue, dann sehe ich ja hier, dass hier dieser Center-Pfeil ist. Also da soll die Mitte sein. Aber wie zur Hölle kann ich herausfinden, wenn die Maschine so steht, wo dann hier bei der Skala die Mitte ist? Ja, so, jetzt habe ich hier so ein Lineal reingesteckt. Und dann kann ich das ungefähr sehen, wo dieser Pfeil ist. Ich muss das ja mit meinem Auge da irgendwie so ungefähr so abmessen. Und dann habe ich mir hier einfach einen Bleistiftstrich auf die Maschine gemacht, wo ich glaube, dass die Mitte ist. Dann habe ich mir dieses, wo ist das jetzt hin, dieses Ding hier genommen, sodass ich das dann, ich lege es jetzt mal so rum, dass ihr das besser sehen könnt, sodass ich das dann hier reinschieben kann und dass ich dann hier diese Mitte
quasi ermitteln kann, mit Hilfe meiner Linie hier. Und dann kann ich das hier so weit ranschieben, dass das jetzt hier eine Führungslinie bilden kann. Das habe ich dann einmal Probe gelocht. So seht ihr, sind die Löcher jetzt in der Mitte, aber mit sehr viel Aufwand. Also wenn irgendjemand mir irgendeine Idee sagen kann, wie man die Mitte dieser Sache hier rausfinden kann und wie man das hier mit dieser komischen Skala einstellen kann, bitte sagt mir irgendwie Bescheid. Ich verzweifle echt. Das heißt also, ich habe mir jetzt auf meinem Cover hier auch einen Strich gemacht bei der Hälfte. Jetzt werde ich das nehmen, also hier soll ja später die Bindung sein. Jetzt werde ich das nehmen und hier reinstecken und beten, wirklich beten, dass erstens die Maschine das kann, zweitens, dass sie wirklich bei der Mitte ist. Dafür werde ich das jetzt nochmal so machen, weil ich muss das ein bisschen nach links verrücken. Und die Skala hier lässt sich auch nur bedingt so schieben, dass das richtig ist. Also ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll. Was ist das hier? Mein Gott. Boah. Das geht schon gar nicht. Mein Gott. Okay, also sollte das jetzt funktioniert haben, dann kann ich euch schon mal sagen, dass das Maximum ist, was die Maschine schafft. Aber oh Gott, ich bin jetzt so nervös. Das scheint funktioniert zu haben. Jetzt machen wir das gerade nochmal auf der anderen Seite und dann erzähle ich euch noch, warum ich das jetzt so entschieden habe, dass die Löcher jetzt nur hier in der Mitte sind. Und weil ihr seht ja, hier unten sind keine Löcher und hier oben sind keine Löcher. Das habe ich aber extra so gemacht. Ich sage euch gleich warum. Ich mache jetzt nur gerade noch die Rückseite davon. So. Das passt schon mal. Das heißt also im Klartext, ich nehme jetzt die erste Seite und das ist jetzt eben das Problem, oder? Also für die das noch nicht kapiert haben oder das nicht verstehen. Wenn ich das jetzt hier anlegen würde an der linken Seite, dann wäre ich ja hier nicht in der Mitte logischerweise. So. Und ich möchte jetzt eine Seite nehmen, weil diese Seiten sind ja alle gleich groß. Müssen sie ja, weil das sind ja die Originalseiten von dem Buch logischerweise. So, und von diesem hier werde ich mir jetzt die Hälfte also die Mitte anzeichnen, damit ich das auch da so in die Maschine einlegen kann. Ansonsten drehe ich ja durch. Ich müsste ja sonst bei jeder Seite das abmessen. So, und das ist jetzt hier 20,9, also 10,45 ist meine Mitte. Wenn ich so schiebe, ja, das ist genau in der Mitte. Das ist von dieser Rasterung genau die Mitte, Kruzifix. Ja, das macht man jetzt so. Jetzt mache ich das so, obwohl ich sehe, dass der Strich ein kleines bisschen nach da ist, aber ja, das ist dann später, das ist jetzt dann die Strichbreite. Das ist nicht wirklich viel, aber es nervt. Es nervt einfach nur. Ich kann euch sagen, das nervt. Ja, so machen wir das gleich. Okay, also die sagen jetzt, man soll das dann natürlich abschneiden, ne? Also wenn ich das jetzt hier habe, da muss man ja diesen Draht hier kürzen. Und das ist jetzt auch genau der Grund, warum ich nur so viele Löcher genommen habe, wie die Maschine hier machen kann. Weil, erstens finde ich das schön, wenn diese Spirale später nur hier in der Mitte sitzt. Der Stabilität tut das nichts, weil das habe ich schon öfters mal gesehen, dass wirklich die Spirale jetzt nur auf diesem Bereich sitzt und nicht komplett von oben nach unten, wie so bei so einem herkömmlichen Notizbuch. So, und jetzt ist es aber so, dass ich die natürlich kürzen muss. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie das hier später sein wird. Das wird ja dann wohl hier so drin sitzen, ne? So irgendwie, also da gibt es ja auch eine Vorrichtung an der Maschine, wo man das dann leichter machen kann. Und jetzt muss ich das kürzen, aber woher soll ich wissen, wo ich das kürzen muss? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt, dieses quetscht sich dahin, wo jetzt mein Finger ist. Und hier ist es ja so, dass das dann bei der Hälfte da abgeschnitten ist. Und so werde ich das jetzt machen. Hier muss ich das abschneiden. Oh, das geht aber ganz schön schwer, alter Schwede. Jo, das erscheint mir jetzt irgendwie logisch. Und jetzt ist es so, dass man das jetzt normalerweise hier irgendwie dran klemmen kann. Ah ja, so oder wie? Nee.
Okay, alles klar. Man nimmt dieses und dann tut man das hier so dahinter, hinter diese Nopsen. Ich hoffe, das könnt ihr jetzt einigermaßen sehen. Und wenn man das nach unten klappt, dann ist hier immer jedes zweite sozusagen da drin, sodass es da jetzt fest ist. Und dann habe ich da irgendwo gehört, man soll zuerst die Seiten hier auffädeln und später die Cover, damit dieses, wo es zusammengequetscht ist, später nicht sichtbar ist. Aber das muss ich jetzt gerade mal noch irgendwie nachdenken, wie ich das gleich machen muss. Aber jetzt werde ich erstmal hier die Seiten lochen. Die letzte Seite als erstes, oder? Ja, natürlich. Fangen wir hinten an. So, ihr Lieben, jetzt habe ich das hier so drin und jetzt haben die gesagt, man soll jetzt, damit dieses, was zusammengequetscht ist, außen nicht zu sehen ist, das Frontcover so rum drauf tun, wie es muss, oder? So. Und das Rückcover, also das ist ja jetzt hier das Frontcover, das ist jetzt da so drauf, ne? Und das Rückcover so. Wenn ich es jetzt binde, ich muss mal gerade selber überlegen, wird das später so rum zurückgeklappt, dann ist es hinten und dann ist das versteckt. Also ihr werdet schon sehen, wie ich das meine. Also das tue ich jetzt hier so drauf. Und jetzt muss ich den ganzen Kladderadatsch ja irgendwie hier hochnehmen. So, damit ich das hinten binden kann. Und ich sehe jetzt schon, dass der Ring wahrscheinlich zu klein ist. Ja, schauen wir mal. So, jetzt soll man an diesem hinteren Rädchen einstellen, welchen Ring man hat. Dieses hier war ja 1 Inch. Muss man das hier so runterdrücken und das, ja, das ist auch lustig. Dieser Tropfen geht nicht hundertprozentig überein mit dem, was da ist. Entweder kann ich links davon oder rechts davon. Machen wir es mal so, auch ganz geil. Und jetzt muss ich das hier reinstecken. Also, ne, ihr habt das noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Und dieses hintere Teil von dem Gerät wird dann jetzt das runterdrücken. Wehe, du machst das jetzt nicht. Ja. So. Das scheint funktioniert zu haben, auch verhältnismäßig gleichmäßig. Ich zeige euch das mal gerade. Also das hier schaut sehr gleichmäßig aus. Bin ich jetzt fast ein bisschen überrascht. Und jetzt ist der Plan, dass ich das Hintercover, oh mein Gott, hoffentlich stimmt das jetzt so, das Hintercover so rumschlage, ja, dass das versteckt ist. Also wenn ich das jetzt aufmache, seht ihr, dass dieses, was ich hier jetzt vorher zusammengedrückt habe, hier ist. Jetzt muss ich das mal gerade hier ein bisschen anders machen, das macht mich schon die ganze Zeit komplett wahnsinnig, dass das immer so rutscht. So. Jetzt ist das hier versteckt, anstatt dass es außen ist, sondern es ist jetzt zwar quasi zwischen der letzten und der vorletzten Seite versteckt. Und ihr seht aber schon, dass der Ring offensichtlich auch noch zu klein ist. Denn das zieht sich jetzt sehr nach außen und es ist eigentlich das gleiche Problem wie vorher. Ja, super, Luise. Hast du toll gemacht. Ich würde fast sagen, es ist schlimmer als vorher. Ihr könnt jetzt gerade echt schreiend wegrennen, das kann ich euch mal sagen. Das sind so Tage, wo man sich denkt, ich schmeiße es hin und ich mache nie wieder irgendetwas in dieser Art. Und ich nerve einfach die Menschheit nicht mit meiner Blödheit. Das ist das, was ich jetzt mir gerade denke. Dieser Ring ist viel zu klein und dadurch steht es halt noch mehr auf als vorher. Der einzige Vorteil ist, wenn man das jetzt blättert, dann kann man es sich halt so hinlegen. Ne? Also man kann jetzt
flach darauf arbeiten, aber der Ring ist viel zu klein. Das heißt im Klartext, ich werde jetzt gleich zum Basteldealer meines Vertrauens ins Internet gehen, mir einen größeren Ring bestellen, warten, bis das da ist und dann den Ring entfernen und einen neuen reinmachen, der viel größer ist. Und da werde ich das größte Ding auswählen, was es da irgendwie gibt. Und dann werden wir uns in diesem komischen Video hier wiedersehen. Jetzt muss ich erstmal irgendetwas Nervenberuhigendes tun. Ich schätze, es wird darauf hinauslaufen, dass ich einen Nutella-Toast esse.